An einem klaren Wochenendmorgen genoss eine vierköpfige Familie eine gemütliche Bootsfahrt auf dem kühlen Fluss und ließ sich einen erholsamen Urlaub schmecken. Helles Lachen und angeregte Gespräche hallten über das Wasser und schufen eine lebhafte und fröhliche Atmosphäre. Plötzlich gab der Vater allen mit einer leisen Geste ein Zeichen zur Ruhe, da er soeben ein schwaches Geräusch vom dicht bewaldeten Flussufer vernommen hatte. Das Geräusch war sehr leise, wie plätscherndes Wasser, das aus den dichten grünen Büschen kam, die nahe am Flussufer wuchsen und die Sicht versperrten. Die ganze Familie hörte auf zu lachen und zu scherzen, starrte ausdruckslos auf den Busch, ihre Herzen erfüllt von einer Mischung aus Neugier und Besorgnis. Der Vater, mutig und entschlossen, zögerte nicht und ruderte mit dem Boot näher ans Ufer, um nachzusehen. Während er sich seinen Weg durch das Laubwerk bahnte, stieß er plötzlich einen überraschten Schrei aus, als er ein ausgewachsenes Reh entdeckte, das unter Wasser gefangen war. Das Tier versuchte, an Land zu klettern, aber der rutschige, steile Boden ließ es immer wieder ausrutschen und hinfallen, seine Augen vor Panik weit aufgerissen, während es um Hilfe flehte. Ohne zu zögern sprang der Mann in den Fluss, schob die Blätter beiseite und schwamm auf das Tier zu. Er versuchte, sich behutsam zu nähern, doch das ausgewachsene Reh war noch sehr kräftig, und seine heftigen Gegenwehren erschwerten die Situation. Mehrmals trafen ihn seine Rufe, doch er gab nicht auf und fand einen Weg, seine Arme um seinen Nacken zu legen, um das Gleichgewicht zu halten. Als die Frau sah, wie ihr Mann um sein Leben kämpfte, zögerte sie nicht, ins Wasser zu springen und schnell zu den beiden zu schwimmen, die im kalten Wasser miteinander rangen. Die Kinder auf dem Boot beobachteten das Geschehen ängstlich, nervös und riefen ihren Eltern immer wieder ermutigende Rufe zu, damit diese versuchten, das arme Tier zu retten. Das Paar arbeitete perfekt zusammen, der Mann hielt die Hörner fest, während die Frau von hinten schob, um das Tier in Richtung Ufer zu lenken. Das tiefe Wasser erschwerte die Fortbewegung extrem, jeder Schritt erforderte von ihnen all ihre Kraft. In Ufernähe angekommen, fanden sie Halt an einer herausragenden Baumwurzel und umklammerten diese fest, um so mehr Hebelwirkung zu gewinnen, um das fast 100 Kilogramm schwere Tier anzuheben. Keuchende Atemzüge hallten in der Stille wieder, doch die Entschlossenheit in ihren Augen brannte noch immer hell, sie würden nicht aufgeben. Nach und nach wurde das Reh ans Ufer geschoben, sein ganzer Körper war klatschnass, seine Beine zitterten, aber schließlich war es aus dem Wasser. Es verharrte einige Sekunden lang regungslos, atmete schwer und drehte dann sanft den Kopf, um seinen Wohltäter anzusehen, ein stiller Ausdruck der Dankbarkeit. Einen Augenblick später drehte sich das Reh um und schlenderte langsam tiefer in den dichten Wald hinein, wo es im grünen Laubwerk verschwand. Die ganze Familie schaute zu, ihre Herzen erfüllt von unbeschreiblicher Freude darüber, einem Menschen geholfen zu haben, die Grenze zwischen Leben und Tod zu überschreiten. Und vielleicht wird dieser Urlaub für Sie, für Kinder, die von ihren Eltern Mut und Güte gelernt haben, zu einer wundervollen, unvergesslichen Erinnerung. Manchmal kann schon eine kleine Handlung das Schicksal eines Lebewesens für immer verändern. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu verfolgen. Wenn Ihnen das gefallen hat, vergessen Sie nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.